Ja, ich bin der Herbert Kein und mittlerweile der Altbauernbetrieb. Ich bin Lukas Kein und wir zeigen euch heute, wie gut Vielfalt auf unserem Betrieb funktioniert. Wir sind da bei uns in Kammern im Wiesental. Ich bewirtschafte da zusammen mit meiner Familie und im Speziellen mit meinem Vater, in Herbert, einen landwirtschaftlichen Betrieb, der sich auf Grünland und Ackerbau spezialisiert hat. Wir bewirtschaften insgesamt 4,7 Hektar Ackerfläche. Es geht sehr stark um einen Einstreu, also um Stroh, deswegen haben wir auch langhalmige Sorten bei dem Getreide. Wir brauchen die Menge an Stroh für unsere Rinder im Winter als Einstreu. Zudem ist es auch ein zusätzliches Einkommen mit dem Getreide. Prinzipiell ist mir nicht darum gegangen, Höchsterträge zu erzielen, überhaupt nicht. Es geht eher darum, dass man jedes Jahr was erntet, sage ich, eine gute Durchschnittsmenge. Daher wird einmal im Herbst umgebaut und angebaut. Dann habe ich, also das ist alles Wintergetreide und damit ist es fürs ganze Jahr eigentlich am Acker gelaufen, außer im Frühjahr, da wird dann ein Mist drüber geben, also da fallen mit Miststreu drüber und da folgt die Düngung. Und das ist dann das ganze Jahr eigentlich, was passiert am Acker. Und da sind dann entsprechende Lücken oder was mich besonders freut, wenn ich dann am Acker komme oder mähen tue und dann siehst du die Blumen. Dadurch wir in der Fruchtfolge auch das Klegros drinnen haben, wenn wir es mähen, es kommt der Klatschmohn auf, es ist die Kornblume da, es ist die Kamille, die geruchlose Kamille da. Also ja, und beim Getreide zwischendrin sowieso nicht. Da wächst halt auch in Jahren, wo vielleicht das Getreide ein bisschen schlechter schiebt, schießt du halt die Kornblume drüber auf. Wir haben oft nur Leute gehabt, die dann in die Wiesen spaziert sind und sie vor dem Feld quasi fotografiert haben, weil es einfach die Kornblume hinten so stark drinnen war. Also es hat was für die Umwelt, es hat was für mein Auge und ja, wenn ich dadurch vielleicht am Hektar 100 Kilo weniger habe, fällt es für mich auch nicht so ins Gewicht. Wir haben ja in unseren Zusatzindikatoren beim Acker auch die Bodenbrüter drinnen. Jetzt mal, wie ich mit dem Traktor und mit dem Mähwerk gekommen bin, das natürlich aus dem stehenden Bestand rausgehüpft ist und ein paar Meter gerannt ist, dann kurz aufgeflogen ist und wieder eingeschlupft ist. Aber man merkt da, dass da Leben drinnen ist und auch beim Mähen steigt da natürlich von den Vögeln einiges auf. Was dazu kommt, die Dokumentation bei EPW muss ja sein. Nicht? Da bin ich recht zufrieden mit der App-Lösung, muss ich sagen. Da habe ich alle meine Flächen auf der App vorhanden, kann nachschauen, was sind die Indikatoren. Gehe halt dann durch, bevor ich mähe zum Beispiel, schaue mir den Bestand an. Sollte ich einen Indikator noch nicht kennen, habe ich noch eine zusätzliche App, wo ich eben die Pflanze abfotografieren kann, eben schauen kann, wie heißt die, oder auch umgekehrt, ich kann sie in einem Suchraster suchen, den Indikator, und kann man auch schauen, wie die Pflanze ausschauen muss. Also uns ist wichtig, die Vielfalt am Betrieb zu haben, weil die Vielfalt auch Sicherheit gibt. Nicht? Man sieht ja, so wie heuer zum Beispiel, war es relativ warm, dann ist wieder Spätfröste und da sind halt viele Sorten oder Bäume, die sind dann die Früchte abgefahren und andere, die wieder sehr spät blühen, dann sehr wohl noch einen Ertrag haben. Und so ist es auch auf der Wiese letztendlich, wenn ich sehr viele verschiedene Kräuter und Gräser habe und zum Teil mehr tolerant sind gegen Trockenheit wie andere. Also es wächst immer irgendwas und Vielfalt ist auch wichtig, glaube ich, jetzt speziell auch bei den Rindern, weil ich eine ganz andere Zusammensetzung habe jetzt von der Nahrungsaufnahme, von Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter und für die Tiergesundheit auch sehr wesentlich ist. Die aufgezogenen Rinder werden dann bei uns am Hof direkt vermarktet an den Endkunden, sowie auch das geerntete Getreide direkt an den Endkunden verkauft wird. Also mir war es wichtig, das kann man vielleicht mitgehen, dass man den Betrieb so aufstellt, dass man nicht abhängig ist von vielem Zukauf, weil letztendlich ist immer wichtig, man ist immer auf der sicheren Seite, wenig hineinzugeben, dann muss ich nicht so viel rausholen und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Prinzip, ne, im Gesamten gesehen.